Schaut euch das an. Datum Coffee. Vor einigen Wochen habe ich sie auf Instagram entdeckt und jetzt freue ich mich mit den beiden Jungs, Chris und Nikolaus, zusammen Kaffee zu machen auf ihrer kleinen Espressomaschine. Und ich kann schon jetzt sagen, das ist ein absolutes Highlight auf dieser Messe. Die Maschine, die macht ein paar Sachen anders. Sie ist intelligent und sie wird, so wie ich das jetzt hier höre, auch relativ günstig sein. Sie will vereinen einerseits die Welt des einfachen Espresso-Machens, also für alle, die nicht so viel Erfahrung haben, eine Möglichkeit bieten, einfach und gut Espresso zu machen. Und auf der anderen Seite soll sie auch euch Nerds die Möglichkeit geben, tief einzusteigen. Wir erwarten Flussprofiling, Druckprofiling mit im Moment einer Zahnradpumpe. Ja? Mal schauen, ob sie das durchziehen. Das müssen Sie noch überlegen. Vielleicht wird es auch noch eine andere Variante mit Vibra. Es ist noch ein Prototyp, aber in jedem Fall ist es super smart. Im Grunde ist es eine Espressomaschine mit 58 mm Siebträger, super schnell warm, super schnell einsatzbereit, plus eine Kaffeemühle. Die beiden arbeiten im Duo miteinander, kommunizieren miteinander. Wir sind Datum Coffee aus Innsbruck und mit der Mission, richtig guten Kaffee richtig einfach zu machen. Wir haben einen Dickfilmheizer integriert, der gibt uns die Temperatur. Dann haben wir Fluss, Temperatur und Volumetrik-Sensoren. Gut, wir haben einen Dickfilmheizer verbaut. Der wird innerhalb von 10 Sekunden warm. In der Tat wird es eigentlich warm, während man die Kaffeebohne mahlt. Das heißt, man muss eigentlich nicht mal mehr einen Hauptschalter an der Maschine bedienen. Wir werden wahrscheinlich 2 Versionen von der Maschine anbieten, einmal mit und einmal ohne Milchlanze. Und ein besonderes Merkmal ist auch der Temp-Mechanismus. Das heißt, wir können direkt von der Mühle, wenn wir Kaffee gemahlt haben, ohne zu tempen, den Cup in die Maschine einspannen, da wir einen Temp-Mechanismus in der Brühgruppe integriert haben. Das heißt, beim Brühen fährt vorher die ganze Brühgruppe runter, tempt und brüht dann automatisch. Ihr kennt ja vielleicht die Maschinen von Sage, die auch anbieten ein Temping-Modul. Da ist es aber dann direkt noch in der Mühle. Das heißt, die Mühle bleibt verbunden mit dem Siebträger und ihr könnt nicht weiter verteilen. Was die beiden jetzt hier machen, ist, sie geben euch die Möglichkeit, dass ihr den Siebträger rausnehmt oder das Körbchen rausnehmt, selber verteilen könnt. Geht dann in die Espressomaschine und die macht dann den Druck. Sollen wir einen Kaffee machen? Wir sollen auf jeden Fall einen Kaffee machen. Ich bin total gespannt. Genau, wir haben hier ein Display integriert in der Mühle. Hier sieht man jetzt schon, wir haben vom Kaffeegraf von Österreich einen Kaffee, ein Rezept schon gespeichert, was wir vorher eben mit unserer App abfotografiert haben, die Kaffeebohnenpackung. Das heißt, das ist jetzt hier an der Mühle und an der Maschine gespeichert. Dann kann man hier starten mit verschiedenen Kaffeegetränken, die man auswählen kann. Das heißt, hier zum Beispiel Espresso oder Cappuccino auswählen. Beim Cappuccino würde auch die Milchlanze an der Maschine aufheizen. Jetzt können wir einfach mal einen Espresso machen. Dann kann man noch einstellen Double oder Single. Das heißt, wir hätten auch 2 Siebe, eben Double und Single. Die Mühle hat einen Brushless-Motor. Man kann die Drehzahl regeln. Haben eine integrierte Waage. Das sind jetzt jeweils noch Prototypen. Genau, das sind noch Prototypen. Das heißt, die Gehäuse sind noch 3D gedruckt, lackiert, wie man vielleicht an ein paar Stellen sehen kann. Später werden das natürlich schönere Spritzgussteile. Genau. Genau, die Siebe sind eigentlich eine Spur tiefer wie so herkömmliche Siebträgersiebe. Das heißt, man hat nicht immer so einen riesigen Haufen, wo öfter mal was daneben geht, sondern schön eben im Cup drinnen. Und dann kann man eben das, wie man will, mit irgendwelchen Tools, wenn man das unbedingt will, noch ein bisschen verteilen oder einfach ganz simpel ein bisschen zurechtklopfen. Und dann eben, wie gesagt, ohne Tempen kann man das in die Maschine einspannen, Becher drunter und auf Start. Jetzt sehen wir da oben, dass jetzt gerade getempt wird. Das heißt, die Maschine sagt uns auch, was passiert. Und da fährt jetzt ein Kolben runter und der wird hydraulisch gesteuert. Genau, wir können den Tempdruck eigentlich einstellen. Die ist jetzt auf 20 Kilo eingestellt, das heißt immer konstant, immer gerade. Genau, und jetzt brüht er schon. Das reicht auf jeden Fall, die 20 Kilo. Ja, krass. Und am Ende werde ich das dann in einem Display auch noch sehen, was hier passiert. Ich werde da das steuern können. Das ist im Moment auch noch ein Video
Aber die Idee ist, dass man das eigentlich über ein Display steuern kann, wobei man soll die wichtigen Befehle auf der Maschine und auf der Mühle auch ausführen können, oder? Genau, der Plan war eigentlich immer so, dass man ein Display so wenig wie möglich braucht. Also man muss jetzt nicht jeden Tag sein Handy verwenden müssen, weil man hier an der Mühle ein kleines Display hat. Das heißt, aber immer wenn man einen neuen Kaffee, eine neue Packung kauft, dann macht man eben einmal ein Foto von dieser Packung und dann sind die Rezepte eingestellt. Und dann gibt es so einen Pro-Modus, wo man sich dann wirklich selber auch spielen kann. Das heißt, selber Rezepte erstellen kann mit verschiedenen Stages, wo man die Temperatur, Flow, Druck regeln kann. Crazy. Jetzt würde ich sagen, trinken wir einen Espresso, ne? Sehr gerne. Und eigentlich auch wenn die Brühgruppe wieder hochfährt, wird der Pack eigentlich eine Spur gelockert durch das Vakuum quasi. Das heißt, man kann ihn eigentlich leichter ausklopfen. Ja. Okay, also habt ihr eine Entlastung? Nee, ne? Nee. Nicht? Weil ihr quasi raussaugt. Genau, das heißt, wir haben keinen schlagartigen Druckabfall eigentlich. Das heißt, wir verschwenden auch weniger Wasser, weil eben nichts in die Abtropfschale reingeht. Genau. Klassischer Espresso. Die Maschine tut, was der Espresso kann. So ist es. So glaube ich. Ja, mega, voll genial, so spannend. Was ist das Zielsegment? Wer darf sich auf die Maschine freuen? Was ist so die Idee da an der Stelle? Spannend ist für uns vor allem die Zielgruppe, die sich aktuell keine Siebträger-Kaffeemaschine zulegen traut, weil sie sagen, okay, das ist mir zu viel Mühe irgendwie im Alltag, da jetzt mal die Mühle nachstellen, jetzt mal 3, 4, 5 Espressi verschwenden, bis der mal so schmeckt, wie er eigentlich schmecken soll. Und genau da wollen wir eigentlich rein. Und das sozusagen in diesem Einsteiger-Siebträger-Segment den Leuten doch erleichtern. Deswegen möglichst einfach und doch als Nerd könnte ich jetzt auch crazy einsteigen. Ihr habt Grind by Sync, die kommunizieren miteinander. Ja. Ich sehe jetzt hier gerade schon die Micron-Einstellungen. Genau. Kann man beeinflussen gewissermaßen. Das heißt, wenn jetzt der Bezug zu langsam lief oder zu schnell, würde die Software auch sagen, also erstens merkt es ja hier, weil es verbunden ist, es hängt in einer Cloud. Und dann würde ein Signal kommen an die Mühle, stellen mich ein bisschen um. Ja. Und sonst gibt es den voll manuellen Modus an der Mühle genauso. So eine Art Smart Profiler-Mechanismus, habt ihr euch auch sowas überlegt, dass zwischendurch, wenn der Bezug zu schnell oder zu langsam läuft, dass ihr dann reagiert im Bezug? Genau, das kann die Thema genauso. Also wie gesagt, das Ziel war eigentlich, die Technik mit drinnen zu haben, aber damit eigentlich die Zielgruppe zu unterstützen, die NutzerInnen, und nicht sozusagen einfach zu viel Informationen, die mit zu viel Informationen zu überfluten. So. Super spannend. Und ich darf als Röster meine Bohnen quasi, dafür darf ich quasi Rezepte programmieren, oder wie ist die Idee? Es soll mit verschiedenen Bohnen funktionieren. Das heißt, ihr wollt nicht jetzt eine Rösterei werden und das für eure Bohnen machen, sondern es ist als offene Plattform quasi gedacht. Es ist eine offene Plattform, da kann sich jeder registrieren, der sich da registrieren will, also auch du. Wo? Wo soll ich mich registrieren hier? Coming soon. In den nächsten Wochen, genau. Soll alles gratis sein für den Nutzer, genau. Wir wollen eigentlich auch so weit gehen, dass wir die Plattform öffnen auch für andere Kaffeemaschinenhersteller, Ja. dass die auch unsere Plattform verwenden können. Die Mühle, ja, es ist eine Mühle mit 64er Mahlscheiben, Brushless Motor mit dabei, ist synchronisiert über eine Plattform mit der kleinen Maschine, und ihr könnt quasi die Rezepte von euren Röstereien abscannen und habt dann die nachher in der Plattform, und die Plattform bzw. die Maschine kann die dann brühen. Ihr könnt natürlich auch alles manuell machen, wie ihr das bei einer typischen kleinen Espresso-Maschine macht. Was ist der Zeitplan? Wann darf man Datum Coffee erwarten auf dem Markt? Was ist da so das Ziel? Ziel ist Ende des Jahres, also Ende 2026 im Herbst, eine Kickstarter-Kampagne, wo man sie vorbestellen kann. Und dann ein Jahr später, Ende 2027, dann der Markteintritt. Da ist schon ziemlich viel integriert, was andere Hersteller gerade versuchen. Das sah jetzt hier in der Prototyp-Variante ziemlich interessant aus. Die beiden planen Ende des Jahres ihren Kickstarter zu starten. Das heißt, ab dann könnt ihr die Maschine kaufen.
Sie haben jetzt von dem Preis erzählt, ich kann ihn gar nicht sagen. Ich finde ihn einfach fantastisch, crazy und zugänglich. Mal schauen, ob Sie den dann nachher bringen. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Also Ende des Jahres Kickstarter und dann im Idealfall Auslieferung Ende 2027. Wir werden definitiv eine Maschine bestellen, wir werden dranbleiben. Super sympathisches Duo, beide 28 Maschinenbaustudenten aus Österreich. Ich glaube, in München haben sie studiert. Coole Geschichte und schon jetzt für mich super spannend hier heute auf der Messe. Das hat sich gelohnt. Also, mal schauen, was wir noch entdecken.